Guten Morgen, es ist kurz vor 6 Uhr. Das hier ist der Bahnhof von Vilsstadt in Österreich. Und das bedeutet, eine neue Challenge startet genau jetzt. Die Challenge ist heute, wie viele Nachbarländer von Deutschland kann ich von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nur mit dem Deutschland-Ticket besuchen. Ganz wichtig ist dabei, was die Regeln sind, nämlich ich muss wieder mit dem Deutschland-Ticket auch ins Nachbarland gefahren sein. Das heißt, es muss gültig sein als Fahrkarte dort, wo ich fahre. Und hier befinde ich mich im Außerfern. Das ist eine Strecke, die von der Deutschen Bahn betrieben wird. Und im grenzüberschreitenden Verkehr gilt deswegen hier auf der gesamten Strecke das Deutschland-Ticket. Deswegen kann ich heute über die Grenze die eine Station hier auch mit dem Deutschland-Ticket fahren. Leute, guckt euch einfach mal an, wie schön es hier ist. Ja? Die ganzen Berge. Hier, die Sonne geht gerade auf, hier hinter den Bergen raus. Hier werden sie angestrahlt. Also hier ist es wirklich wunderschön. Ein toller Ort, um zu starten. Jetzt ist es um 6 Uhr morgens natürlich nicht besonders viel los hier. Ich glaube, ich bin der Einzige, der hier wach ist. Ich musste auch schon mit dem Taxi fahren, weil ich sonst hier gar nicht überhaupt hergekommen wäre. Aber ich kann dafür den Sonnenaufgang hier in den Bergen sehen. Und ihr jetzt auch. Ich habe es beim letzten Video ja schon gesagt, aber so malerisch diese Sonne hier ist, eigentlich ist die Sonne mein Gegner. Und wenn die wieder untergegangen ist, wenn die jetzt hier einmal komplett von Osten bis rüber nach Westen gegangen ist, dann kann ich keine weiteren Nachbarländer mehr besuchen, weil dann ist die Zeit rum. Und deswegen, Sonne, pass auf, was du machst. Liebe Fahrgäste, wir erreichen in wenigen Minuten Freudensteinach. Unsere Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. In Freudensteinach haben Sie folgenden Anschluss: RB 73 nach Kempten Hauptbahnhof über Frontenried um 6:34 Uhr von Gleis 2. So schnell ging das jetzt und direkt der zweite Zug hier, jetzt die Regionalbahn nach Kempten. Nachbarland 1 haben wir. Das ist nämlich Österreich. Das heißt, das ist bereits abgehakt. Österreich. Haken dran. Guten Morgen, sehr geehrte Fahrgäste, recht herzlich willkommen im RE 7 von der DB Liga Bayern in der Zugfahrt am Hauptbahnhof Kempten nach Lindau-Reutin mit Zugteil Oberstdorf. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Weiterreise und zunächst gemeinsam mal unterwegs sein, der ist dann in Kürze Immenstadt. Also das funktioniert heute Morgen ganz smooth. Hier in Kempten alles kein Problem. Und jetzt noch weiter nach Lindau, mal gucken, wie der Tag so geht. Dann ab Lindau geht es mal am Bodensee entlang.
finde ja immer, dass hier mit so Neigetechnikzügen zu fahren immer so ein bisschen wie Fliegen ist. Also wir stehen jetzt. Was das genau bedeutet, weiß ich nicht, aber irgendwas ist hier. 15 Minuten habe ich in Linda-Reutin. Ich hoffe mal, der Anschluss klappt, wenn wir jetzt hier noch weiter so rumstehen. Stehen wir hier seit 5 Minuten. Und jetzt wissen wir auch den Grund. Der Grund war dieser andere Zug und wir mussten offensichtlich warten, um das Gleis nutzen zu können. Sehr geehrte Fahrgäste, wir erreichen in Kürze dann Linda-Reutin, heute voraussichtlich um 8:56 Uhr auf Gleis 21. Dies bedeutet, wir haben 11 Minuten Verspätung. Der Grund dafür ist diese Baustelle von Hargaz bis Lindau-Reutin. Also das ist er, steht zwischen da. Wir sind einmal rüber aufs andere Gleis. Was ist denn jetzt hier runter? Das geht drüber. Aha. Das war unserer. Wir wollen aber jetzt den hier nehmen. Den RE3 nach Richtung Ulm, aber nur bis Friedrichshafen. RE3 nach Ulm Hauptbahnhof über Friedrichshafen, Stadt, Ravensburg und Aulendorf. DB Regio fährt für bewegt. Heute Morgen scheinen die Sachen zu klappen, auch wenn wir jetzt gerade irgendwie 10 Minuten Verspätung hatten. Aber 5 Minuten haben noch gereicht, um den nächsten Zug zu bekommen. Glücklicherweise. Mit dem fahre ich jetzt nach Friedrichshafen Stadt. Funktioniert aktuell so, wie es funktionieren soll. Und natürlich jetzt hier diese Zwangsbremsung. Was bedeutet die denn? Die jetzt hier passiert ist offensichtlich. Als ich gesagt habe, es läuft alles, kam die Zwangsbremsung. Jetzt stehen wir. In Österreich habe ich ja schon angefangen heute Morgen um 6:17 Uhr. Und wo geht's als nächstes hin? Ja, jetzt in die Schweiz, also jetzt nach Schaffhausen als nächstes. Aber dann umsteigen in Friedrichshafen? Jetzt muss ich raus, ja. Ja. Und dann noch in Singen. Und dann noch weiter Frankreich. Und cool. Ja, das machen wir auch demnächst. ja, also bis heute Abend, also die Challenge von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, was da geht. Faszinierend. Also wir hatten ja so eine Horrorfahrt hierher. Wir kommen von Heidelberg. Ach so, okay. Und da sind Klimaanlagen ausgefallen und Busersatz und das war echt Wahnsinn. Wir haben 6 Stunden gebraucht für 350 Kilometer oder so. Und das Abonnenten noch nicht so super viele, aber das wächst. ja, das ist doch voll gut. Ich Ja. habe jetzt 500. Ich mache so Gartenthemen. Und Alles klar, wünsche ich gute Fahrt, weil ich muss jetzt raus. ja, ebenso. Gute Fahrt, viel Erfolg. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Keine Hand zum Drücken, oder? Aber Sie dürfen gerne drücken, wenn Sie wollen. Obwohl mit dem würde ich es wahrscheinlich hinkriegen. Schon erprobt. Ja, heute nicht das erste Mal, dass ich den Knopf gedrückt habe. Okay. So, ich probiere es schon. So, es geht. Mama? Jetzt gucke ich mal kurz zum Bodensee und zurück. Ich habe noch 15 Minuten. Hinten, das ist auch noch die Schweiz und da müssen wir noch hin, also nicht noch genau nach da, aber in dieses Land, denn das ist natürlich unser nächstes Land, in dem wir mit dem Deutschlandticket hinfahren. Und weil wirklich nur eine kurze Zeit ist, muss ich jetzt auch schon wieder zurück zum Bahnhof. Das war im Prinzip auch schon Friedrichshafen, weil in 5 Minuten fährt der Zug. Der steht schon da. Geil.
Dinge, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet hätte. Also, die Wagen, die wir jetzt hier haben, ja, die ehemaligen Silberlinge N-Wagen, die sind mindestens 50 Jahre alt. So. Zum Filmen ist das der absolute Hammer. Der Zug wird von der sogenannten SVG, der Schienenverkehrsgesellschaft Stuttgart, betrieben und das ist eigentlich das Eisenbahnverkehrsunternehmen, was von einem Verein für Erhalt historischer Schienenfahrzeuge ist. Das heißt, wir haben vor allem historische Schienenfahrzeuge und das hier, dieser N-Wagen, in dem ich jetzt hier gerade sitze, das kann auch nicht als nichts anderes bezeichnet werden als ein historisches Fahrzeug, aber mit dem man eben weiterhin auch viele Leute transportieren kann. Und auch viele Fahrräder, da ist einfach Platz. Und deswegen fahren die den am Wochenende, damit Leute hierher zu ihrer Fahrradtour kommen. Samstags und sonntags. Eigentlich eine gute Idee auf Stuttgart. Ich glaube, der steht auch schon da, mit dem ich fahren will, auf Gleis 3. So, jetzt mal gucken, wie wir das hinkriegen hier. Das ist immer schwer. Aber jetzt muss ich mich schon beeilen, weil den soll ich jetzt bekommen. Das wäre schlecht, wenn nicht. Und das bedeutet, den kann ich fahren. Die SBB begrüßt Sie in der S62 nach Gottmardingen, Bietingen, Tharingen, Schaffhausen. Eine gute Reise wünschen SBB und bewegt. So, hier mit dieser S-Bahn fahre ich jetzt noch nur genau 9 Minuten, also bis genau 15 nach 11. Geschätzte Fahrgäste, wir weisen Sie darauf hin, dass im Zug eine Zoll- und Passkontrolle stattfinden kann. Also das da drüben ist die Zollkontrolle, mit der bin ich auch schon gefahren. Und das bedeutet, dass wir jetzt in der Schweiz sind. Das heißt, das Nachbarland Nummer 2, Haken dran, Schweiz. Steigen wir jetzt aus, weil wir müssen wieder zurück. Teilen. Haben wir es jetzt hier geschafft. Da ist eine Schweizer Fahne. Wir befinden uns in der Schweiz, aber ihr seht hier, da steht DB. Das liegt daran, dass es hier eine DB-Strecke ist, die durch die Schweiz führt. Also ganz offensichtlich bin ich im Rajat. Thaingen ist auf jeden Fall der Ort, in dem ich jetzt mich hier gerade befinde. Halbe Stunde, bis die S-Bahn kommt, die dann wieder zurück nach Singen fährt. Hier direkt an der deutschen Grenze ist offensichtlich Unilever angesiedelt hier in der Schweiz. Der Knorri-Park. Ich glaube, da geht es um Tütensuppe. Man weiß es nicht. Ich wollte gerade sagen, dass hier ein idyllisches Bächlein ist und ist es auch. Aber gleichzeitig ist es auch eine Fahrradentsorgestation, ganz offensichtlich. Das nächste Nachbarland von Deutschland, in das es jetzt geht, ist Frankreich. Und dafür muss ich erstmal noch Richtung Rheinland-Pfalz kommen. Ein Grund dafür ist, dass in Baden-Württemberg überhaupt gar nirgendwo es möglich ist, mit dem, also zumindest nicht nach meinem Wissen möglich ist, nach Frankreich reinzukommen mit dem Deutschlandticket. Es gibt allerdings nach meinem Wissen 4 verschiedene Möglichkeiten, um in Frankreich mit dem Deutschlandticket reinzufahren. Und eine davon werden wir verwenden, nämlich nach Lauterburg. Das ist ziemlich nah bei Karlsruhe. 5 Minuten fährt auch der Zug wieder. War jetzt schon richtig, wieder zurückzukommen. Die angesagten 38 Grad, die heute noch werden sollen, sind jetzt hier in der Schweiz zum Glück noch nicht erreicht. Es könnte gut sein, jetzt ist es gerade noch angenehm, aber
die Temperatur steigt und es ist ja noch nicht mal Mittag. Ich glaube, wenn wir in Frankreich angekommen sind, dann sollen es die 38 Grad erreicht worden sein. Und da freue ich mich schon überhaupt nicht drauf. Ich hoffe sehr auf gute Klimaanlagen in den Zügen. Hoffentlich dann jetzt auch gleich in dem langen Regionalexpress nach Karlsruhe. Also auch das ist kein Problem. Gut, aber wer hätte jetzt erwartet, dass es in der Schweiz zum Problem kommt? Geschätzte Fahrgäste, wir weisen Sie darauf hin, dass im Zug eine Zoll- und Passkontrolle stattfinden kann. Genau, in Singen dann gibt es den RE2 Richtung Karlsruhe. Müssen wir von Gleis 3 auf Gleis 1, haben 12 Minuten Zeit. Das scheint ja gut zu sein. Der davor, den haben wir ja gesehen. Da standen ziemlich viele Leute und der kommt ja schon aus Konstanz. Ich hoffe mal, dass der nicht zu voll wird, weil das wäre jetzt blöd. Aber wenn es so ist, dann ist es so. Dann kann man auch nichts dran ändern. Wichtiger wäre, dass er nicht zu spät kommt. Auf Wiedersehen. Ich habe mich entschieden, dass ich mich ganz nach hinten setze. Das ist eine strategische Frage in Richtung Karlsruhe, weil ich da nämlich nur sehr wenig Zeit habe. Und auch hinten, also ich glaube, der Zug kommt so rein, dass ich hinten raus muss und dann hinten runter, um dann zu Gleis 101 zu kommen. Etwa, aber knapp 3 Stunden wird der jetzt brauchen bis Karlsruhe. Und da mal einmal quer den Schwarzwald durchqueren. Super schöne Strecke, freue ich mich schon drauf. Dann aber in Karlsruhe wird es knapp. Dadurch, dass es hier auf der Strecke auch immer gerne mal Verspätungen gibt, hoffen wir mal nicht drauf. St. Georgen losgefahren und das bedeutet gleich kommen wir dann auf die Strecke, auf der sich so in Serpentinen ins Tal runterzieht. Hier in Karlsruhe geplant. Bitte steigen Sie alle aus. Boah, ey, es ist inzwischen warm geworden. Im Zug war es richtig hart. Da sage ich euch, aber jetzt hätten wir sogar noch Zeit, um noch was zu holen, glaube ich. Ob das reicht, muss ich mal ganz gucken. Hallo, mit Karte. Also, wahrscheinlich klappt es, aber das war jetzt echt. Und ich hätte noch nicht, also ich hätte sonst abbrechen müssen. Weil, klar, aber so ein Wasser ist schon relevant. Boah, Alter, ey. Ist das heiß. Vielleicht ist vorne mehr Platz noch, weil hier scheint es schon richtig voll zu sein. So, das ist jetzt Zug nach Nummer 9 und der fährt jetzt ziemlich nach Wörth am Rhein. Und genau da steige ich dann auch wieder aus. Aber klimatisiert ist der genauso wenig wie der letzte.
Rheinland-Pfalz, was dann im Prinzip Bundesland Nummer 3 heute hier wäre, aber fällt ja heute nichts. Allerdings schaffen wir jetzt gleich auch zu Nachbarland Nummer 3. Und dazu müssen wir jetzt gleich aussteigen, hier in Wörth am Rhein und umsteigen in eine Regionalbahn Richtung Lauterburg. Dann jetzt gucken wir mal, was der nächste für ein Zug ist. Das hier ist er. Ja, das ist jetzt der Zug Richtung Lauterburg. Aber eine Klimaanlage hat das Ding, glaube ich, nicht. Zumindest fühlt sich nicht danach an. Ist halt nur noch so eine Stichstrecke, ne? Nach Frankreich rein. Ich glaube, die wollen in Zukunft da irgendwelche tollen Hybridzüge oder Batteriezüge einsetzen, dass man dann hier durchfahren kann. Aber so lange sind diese richtig alten Sachen da. Und mit dem fahren wir jetzt nach Frankreich, was dann Nachbarland Nummer 3 wäre. Und gleich ist es dann soweit, dann fahren wir rüber nach Frankreich. Und die Grenze ist ein Fluss, nämlich die Lauter. Und wir fahren dann nach Lauterburg. Und das heißt Frankreich warten dran oder Bonjour. Nächste Station Lauterburg. Es besteht Übergang zum übrigen Regionalverkehr. Diese Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Da drüben, das hier ist eigentlich ein Zug, der auch über die Grenze fahren darf. Und deswegen stehen da, wie ihr sehen könnt, übrigens auch schon total viele SaarVV, Grand West und Rheinland-Pfalz und so Baden-Württemberg dran. Deutsch-französische Fahne. Aber wir sind hier in diesem allerältesten Dieseltriebwagen hergefahren. Was da los? Offensichtlich dürfen die noch nicht rüberfahren. Das ist ja kein Zustand hier, ne? Also eigentlich. Aber okay, der hat eine Viertelstunde Verspätung und jetzt haben wir ein bisschen Zeit, 20 Minuten. Und jetzt gucken wir mal, was es hier so gibt. Aber willkommen in Frankreich. Ich mache mir jetzt noch keinen Stress. Ob ich dann nachher am Ende wieder den Anschluss kriege. Ich hoffe. Ich glaube, zu so einem Baggersee ging es hier lang. Da gucke ich jetzt mal hin. Also es scheint nicht so, dass ich da durchkomme. War jetzt auch so zu viel Hoffnung, dass ich ganz gut an so einen Baggersee kann, weil der andere Zug verspätet ist. Naja, ich mache ihn mal wieder zurück auf den Bahnhof, weil so viel verspätet ist er dann auch wieder nicht. Und vielleicht kann ich mich da auch irgendwo in den Schatten stellen. Boah, 30 Grad über 30, also die Uhr sagt 30 Grad, aber das ist mehr als 30. Das ist 35. 394 à destination de Wörth-Rhein. Départ initialement prévu à 15h45, partira avec un retard d'environ 15 minutes. So nur ganz kurz. Also der hat Verspätung, es wird richtig knapp gleich in Wörth und ich muss, glaube ich, rennen, um dann den Zug noch zu bekommen. Es ist wieder der gleiche Zug, wie ich eigentlich gerade war, nur eine Stunde später. Aber ich glaube, wenn er jetzt nicht hier vorbeifährt an uns, dann dürfte es auf jeden Fall noch klappen. So, ich habe euch gerade in dem nächsten Zug bis Neustadt an der Weinstraße und dann noch umzusteigen in den Zug in Richtung Trier. Denn logischerweise ist das nächste Nachbarland dann Luxemburg. Weil wir haben jetzt schon Österreich, wir haben schon die Schweiz und wir haben schon Frankreich geschafft. Diese Baureihe 628, in der wir jetzt hier gerade sitzen, die ist schon okay, die fährt, ja, aber bei 34 Grad ist die ziemlich unerträglich. Wenn die fährt, kommt so ein bisschen Fahrt durch diese gekippten Fenster rein. Da sind die N-Wagen vorhin besser gewesen, weil da waren die Fenster wenigstens richtig offen.
hatten wir jetzt schon beim letzten Mal, dass hier irgendwie angezeigt wird, dass es nicht geht. Also hier steht, in Neustadt sind es 4 Minuten. Das wäre ja noch machbar. Hoffentlich. Aber hier steht keine Alternative mehr. Mal sehen. Aber aktuell sieht es noch so aus, als kommen wir in Neustadt so an, dass man mit der Rennen den anderen Zug kriegt. Jetzt steht hier noch 2 Minuten Umsteigezeit, aber von Gleis 3 auf Gleis 2. Das könnte ein gutes Zeichen sein. Auf jeden Fall wird das jetzt eine Rennerei. Oder wieder. Boah, ey. Wäre jetzt schon wichtig, den zu kriegen, wenn wir noch nach Luxemburg kommen wollen. So, jetzt muss ich erst mal checken, wo ich überhaupt bin. Ah, der kommt an. Der fährt da ein. Bin durch. Später. Entschuldigung. Liebe Fahrgäste, derzeit verzögert sich unsere Weiterfahrt. Sobald nähere Informationen vorliegen, informieren wir Sie. In wenigen Minuten wird die Fahrt fortgesetzt. Also das hat ja jetzt gerade auch noch geklappt. 1 Minute der Übergang hier in den RE1. Mit dem muss ich jetzt noch fahren bis nach Trier und dann noch ein Zug weiter bis nach Luxemburg, was dann das Nachbarland Nummer 4 wäre, das ich heute in diesem ganzen Tag schaffe. Gleichzeitig sind es auch 4 Bundesländer übrigens, durch die ich gefahren bin. Zufällig genau die Bundesländer, die ich im letzten Video nicht geschafft habe. Deswegen jetzt mit dem Video zusammen sind es dann wirklich alle 16 gewesen. Wenn ich den jetzt hier nicht bekommen hätte, dann wäre es richtig knapp geworden später, rechtzeitig noch zum Sonnenuntergang in Luxemburg zu sein. Aber jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus, dass wir das schaffen können. Aber es scheint auch hier, dass alle Verbindungen heute irgendwie geklappt haben, wenn auch manchmal knapp, wie gerade eben. Aber es klappt. Sage ich mal toi toi toi, dass es auch in Trier so ist. Wir werden sehen. Der hintere Zugteil endet hier. Fahrgäste zur Weiterfahrt bitte in den vorderen Zugteil umsteigen. Ich habe es beim letzten Video schon gesagt, kann ich es eigentlich gar nicht glauben, dass alles funktioniert hat. Heute habe ich irgendwie ein bisschen mehr damit gerechnet und das ist ja schon das zweite Video, wo das so ist. So, jetzt habe ich es auch gleich geschafft hier in dem RE1. 2 Stunden 20 Minuten seit Neustadt an der Weinstraße. Und jetzt in Trier kommt tatsächlich der letzte Umstieg. Hier habe ich 10 Minuten auf den RE11 Richtung Luxemburg, der mich dann ins letzte Nachbarland für heute bringen wird. Theoretisch können auch Dinge schiefgehen. Ich glaube allerdings nicht mehr. Trier Hauptbahnhof. Es besteht Übergang zum übrigen Regionalverkehr. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Das ist ja mal luxuriös. Da ist er. Jetzt fällt er da einfach drüber. Jetzt muss ich doch hier noch runter. Da dachte ich doch, der hält hier direkt am Gleis. So, und dann wird er nochmal hier über so eine Weiche drüber geleitet und hält dann da drüben. Naja, aber der soll ja erst in 7 Minuten losfahren, dann ist es auch kein so großes Problem, denn der muss ja nochmal entkuppelt werden, genauso wie der jetzt hier zusammengekuppelt wird, gerade. So. So, dann einmal rein nach Luxemburg. Letzter Zug, den ich nehme für heute. RE11 nach Luxemburg. Das hat auch geklappt. Nach Luxemburg. Und das ist der letzte Zug für heute.
erst da, erst pünktlich. Bis nach Wasserbillig fahre ich mit dem, der RE11. Und wenn ihr es bis hier geschafft habt, dann scheint ihr ja den Content, den ich mache, ganz gut zu finden. Und aus dem Grund habe ich jetzt ganz neu auch Kanalmitgliedschaft. Warum habe ich das gemacht? Diese Trips, die ich hier mache, die sind nicht billig und die zahle ich aus eigener Tasche. Und damit vielleicht möglicherweise die Kosten sozusagen gedeckt sind, was sie durch YouTube-Werbung definitiv nicht sind, dann würde ich mich freuen, wenn ihr eine Kanalmitgliedschaft abschließt. Was ihr dort direkt findet, ist ein neues exklusives Video, und zwar von meiner Hinfahrt, die ich gestern gemacht habe. Da könnt ihr jetzt draufklicken, wenn ihr eine Kanalmitgliedschaft für 1,99 abschließt. Es ist lustigerweise weniger glatt gelaufen als diese Fahrt jetzt. Seid die allerersten, die damit hier zum engen Kreis, zum harten Kern gehören. Und jetzt geht es noch weiter bis nach Luxemburg, bis nach Wasserbillig. Und da fährt jemand Wasserski. Und die Person, die da gerade drauf steht, die kann es auch ganz gut. Nächsten Arrêt, Wasserbillig. À Fahrt Richtung Riez herausklammern. Prochain arrêt, Wasserbillig. Descends du côté droit dans le sens de la marche. Nächster Halt, Wasserbillig. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Liebe Freunde, das war die Grenze. Wir sind in Luxemburg. Das ist Nachbarland Nummer 4. Luxemburg, Hagen-Lahn. Oh, da freue ich mich jetzt richtig drüber, dass wir das gemacht haben. Es war ein harter, langer Tag. Ich raste komplett aus. So, und das war's. Hier ist Wasserbillig. Das ist das Ende der heutigen Challenge. Es sind zwar jetzt noch ungefähr 1,5 Stunden, bis die Sonne untergeht, aber das bedeutet, dass es nicht mehr möglich ist, dass irgendein weiteres Nachbarland erreicht wird. Weder Belgien noch die Niederlande und schon gar nicht Dänemark, Polen oder Tschechien. Wenn euch es gefallen hat, dann abonniert doch hier, das könnt ihr hier machen, oder schaut euch ein anderes Video hier rechts neben mir an. Da habe ich versucht, so viele Bundesländer wie möglich mit dem Deutschlandticket zu besuchen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann wird euch das hier definitiv auch gefallen. Und dann kann ich nur sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.